Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Pioneers of Pagonia erhält großes Quality of Life Update und startet erste Community Challenge mit Preisen. Zweites Next-Gen-Update für Fallout 4 ist eine Kriegserklärung an die Fans. Manor Lords mit erstem Beta-Patch. Gothic 1 und 2 erscheinen zusammen als Korinis Saga für die Nintendo Switch. Und Nintendo kündigt endlich offiziell die Existenz ihrer neuen Konsole an. Dazu gibt's am Ende noch die aktuellen abholbaren Gratis-Games. Vergangenen Dienstag ist das zweite große Quality of Life Update für Pioneers of Pagonia erschienen, welches ihr schon seit einigen Tagen im Beta-Branch testen konntet. Das Update überarbeitet unter anderem die Diplomatie, verbessert den Straßenbau deutlich und fügt sogar neue Lichtsetups in den Die Siedler-Nachfolger ein. Das Update im Detail habe ich euch daher bereits ausführlich in den letzten Pagonia News vorgestellt. Link oben im i und so. Mit der ersten Community Challenge, findet die verlorenen Artefakte, wurde außerdem eine spezielle Map veröffentlicht, mit welcher ihr ohne Gegner auf Artefaktjagd gehen sollt. Jeder, der diese Map beendet und das Save-File dazu an Envision Entertainment sendet, nimmt automatisch an einer Verlosung für 3 Pagonia Goodie-Pakete teil. Die Spezialmap findet ihr wie gehabt auf dem Pagonia Discord im News-Channel und eure fertige Save-File sendet ihr dann nach dem Beenden der Map an pagoniachallenge@envision-entertainment.de. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Nachdem Bethesda auf dem aktuellen Hype um die Amazon Fallout-Serie reitend ein sogenanntes Next-Gen-Update für Fallout 4 veröffentlicht hat, schickte man nun diese Woche einen zweiten Patch hinterher. Klingt erstmal nicht wirklich erwähnenswert, hatte aber schon beim ersten Patch zur Folge, dass praktisch keiner der unzähligen Mods für das Spiel noch funktionierte und somit die meisten Safe-Games unbrauchbar wurden. Ganz übel hat es die Overall-Mod Fallout London getroffen, die diese Tage eigentlich erscheinen sollte und nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Auf den nun zu Recht hereinprasselnden Shitstorm antwortete Bethesda nun mit einem weiteren Patch, der erneut alle Modifikationen lahmlegte und schweigt sich zudem zur ganzen Sachlage komplett aus. Bethesda bleibt eben immer gleich. Na also geht doch. Da ist die kleine Killerin. Wie angekündigt, hat ein Mann-Entwickler Slavic Magic den ersten größeren Patch für Manor Lords freigegeben. Um den noch nicht finalen Patch vorab nutzen zu können, müsst ihr in Steam unter dem Beta-Tab diesen mit dem Passwort Very Nice Basket freischalten. Solltet ihr Manor Lords also auf einer anderen Plattform erworben haben, schaut ihr hier erstmal in die Röhre. Der Patch stoppt vor allem erstmal viele aufgekommene Bugs, wie die bisher nicht immer nachvollziehbare Marktplatzversorgung. Zudem wird der Handel mit den eigenen Regionen vereinfacht und auf grafischer Seite Leichen animiert, die wie viele andere Dinge bisher noch unsichtbar waren. Außerdem gibt's eine neue Rüstung, eine neue Königssteuer und die Türen der Kornkammer öffnen und schließen sich nun dank neuer Animationen richtig. Manor Lords hat sich diese Woche nun ganz offiziell 2 Millionen Mal verkauft. Mit der sogenannten Classic Korinis Saga erscheint Gothic 1 und 2 auf einer Cartridge zusammen oder digital als Kollektion für 39,99 am 27. Juni exklusiv auf der Nintendo Switch. Ob sich die beiden Spiele zu den bereits im vergangenen Jahr erschienenen Einzelversionen unterscheiden, ist aber noch nicht bekannt. Fakt ist, dass vor allem der erste Teil noch von vielen Bugs geplagt wird
und der hierzu große Patch, der dann auch die Grafik verbessern soll, noch nicht erschienen ist. The armies of darkness, even the dragons, to be a hero. Nun also endlich offiziell. Nintendo bestätigt, was eigentlich schon lange kein Geheimnis mehr ist. Die mittlerweile über 7 Jahre alte Nintendo Switch erhält einen Nachfolger. Das gab Firmenpräsident Furukawa staubtrocken über X bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Die Vorstellung der neuen Konsole soll irgendwann im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres erfolgen, welches traditionell bei Nintendo bis Ende März 2025 läuft. Da meine beiden Söhne mega hyped drauf sind, werde ich natürlich ausführlich berichten, sobald es hier konkreter wird. Dass es sich bei dem neuen System wieder um eine Hybrid-Konsole handelt, gilt als gesichert. Und das führt uns zu den aktuellen Gratis-Games. Als Amazon Prime-Kunde könnt ihr euch diesen Monat neben Lego Star Wars 3 auch das richtig gute Tomb Raider Remake sowie das exzellente Fallout 3 in seiner Game of the Year Edition sichern und in eurem GOG-Account verewigen. Gerade Fallout 3 sollte jeder Gamer zumindest einmal gespielt haben. Wir haben auf unserer Suche nach Inquisitor Ameridan herausgefunden, dass er vor 800 Jahren hierher kam, um einen gewaltigen Drachen zu bekämpfen. Prime unabhängig könnt ihr euch diese Woche bzw. bis zum 23.05.2024 mit Dragon Age Inquisition ein weiteres Highlight im Epic Game Store sichern. Wir sind im Norden auf feindselige Avar gestoßen. Sie nennen sich Hakons Fänge. Der Zocker-Lounge Wochenrückblick ist ein neues Format auf diesem Kanal, welches ab sofort immer sonntags zum Frühstück ab 9 Uhr zur Verfügung stehen soll. Lasst doch gerne mal Feedback da, ob ihr hiermit was anfangen könnt. In diesem Sinne gerne Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal. Wie es scheint, hat Inquisitor Ameridan Orlais vor 800 Jahren gerettet. Es ist an der Zeit, sein Vermächtnis zu ehren. Der Augur sagt, noch vor dem neuen Mond wird Blut. Schlachtländer, ich bin der Atem des Winters, der kalte Wind des Krieges. Zieht gegen mich in die Schlacht und sterbt! Diese Bestie wird Orlais in Schutt und Asche legen, wenn wir sie nicht aufhalten.